Shivaya. Hare Om, Hare Om, Hare Om Namah Shivaya. Hari Om, Hari Om, Hari Om Namah Shivaya. Arunachala, Hari Om Namah Shivaya. Arunachala, Hari Om Namah Shivaya. Hare Om, Hare Om, Hari Om Namah Shivaya. Hari Om, Hari Om, Hari Om Namah Shivaya. Arunachala, Hari Om Namah Shivaya. Arunachala, Hari Om Namah Shivaya. Hari Om, Hari Om, Hari Om Namah Shivaya. Hari Om, Hari Om, Hari Om Namah Shivaya. Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Satsang live hier aus dem Open Sky Haus mit John David. Man kann sich heute Abend live zum Meeting dazuschalten. Das geht per Skype. Die Skype-Adresse ist Meeting John David. Du kannst gerne eine Frage stellen, Hallo sagen oder einfach in Kontakt treten. Und wer gerne eine intensivere Zeit mit John David verbringen möchte, hier gibt es vom 23. bis 27. Dezember ein sehr wundervolles Weihnachtsretreat. Und direkt im Januar geht es dann vom 10. bis 31. Januar nach Indien zum heiligen Berg Arunachala. Und wer gerne da dabei sein möchte, muss sich beeilen. Es sind nur noch maximal 2 Plätze verfügbar. Informationen zu beiden Retreats gibt es auf der Seite johndavidsatsang.international. Und wer unser Haus gern einmal kennenlernen möchte, ist jederzeit herzlich eingeladen. Es kann als Gast oder Helfer sein. Und besonders im Januar ist die Helferzeit hier frei, da die meisten Mitbewohner der Community in Indien sein werden. Und Informationen hierzu gibt es auf der Seite Open Sky House International. Herzlichen Dank.
Welcome to Satsang. Willkommen zum Satsang. So 25 years ago, Vor 25 Jahren, when I was living in the community around Papaji, als ich in der Gemeinschaft, die um Papaji herum war, lebte, he announced that he'd be going away for about a week. da hat er plötzlich angekündigt, dass er ungefähr eine Woche weg ist. And at the same time I saw an advertisement for a house to rent, a small house to rent. Und gleichzeitig sah ich eine Anzeige, wo man ein kleines Haus mieten konnte. So I went to visit that house, to have a look at that house Also- after the meeting. Dann habe ich mir nach dem Satsang dieses Haus angeschaut. And there was a kind of funny guy sitting in the house smoking bidis. Und da war so ein witziger Kerl, der saß in dem Haus und rauchte Bidis. And somehow we had a connection. Und irgendwie hatten wir eine Verbindung miteinander. And he told me that he was going to go away now for a week, and he was going up into the foothills of the Himalayas, Und er sagte, er würde jetzt für eine Woche in den Himalaya gehen. and he was going to visit the ashram of Neem Karoli Baba in Kenchi, Und dass er den Ashram von Neem Karoli Baba in Kenchi besuchen wolle. and also some of the close disciples of Neem Karoli Baba, Indian disciples. He was also going to meet them in Nainital. Und auch einige enge indische Schüler von Neem Karoli Baba wollte er treffen. I think at that moment I didn't know almost anything about Neem Karoli Baba. Damals wusste ich, glaube ich, so gut wie gar nichts über Neem Karoli Baba. And I said to him, "Can I come too?" Und ich sagte zu ihm, kann ich auch mitkommen? And he said yes. Er sagte, ja. So we didn't know each other, and it turned out we were quite, in a way, dissimilar, I would say, quite odd fellows, odd couple of odd fellows going on this journey for a week. Und wir kannten uns nicht und wir waren irgendwie ein sehr ungleiches Paar, das sich da auf diese Reise begab. He was a very, very quiet guy. He never spoke at all. Er war ein unglaublich stiller Typ, er sprach so gut wie And nie. I was still pretty noisy. Und ich war immer noch ziemlich And I'm laut. sure that for him it was like a burden to have me along on this trip. Und ich glaube, für ihn war das eine echte Belastung, mich da mitgenommen zu haben. But it was very beautiful because he was connected to the people who'd been with Neem Karoli Baba. Aber das war sehr schön, weil er hatte eine Verbindung zu den Menschen, die mit Neem Karoli Baba gewesen waren. So, for example, I met the ex-headmaster, K.C. Tiwari, who used to translate for the Americans. Zum Beispiel bin ich dem Direktor begegnet, K.C. Barry, der hat für die Amerikaner übersetzt. And it was mostly Americans who came to Neem Karoli Baba because they came through a meeting that Ram Dass, the famous Ram Dass, had with Neem Karoli Baba. Es waren hauptsächlich Amerikaner, die zu Neem Karoli Baba kamen, weil sie durch Ram Dass dorthin gelangten. And out of that meeting, Ram Dass wrote a very famous book in the 60s called Be Here Now. Weil Ram Dass war Neem Karoli Baba begegnet und aus dieser Begegnung heraus hatte er ein ganz berühmtes Buch geschrieben, das heißt Sei hier jetzt. If you haven't ever read it, you should try to find it and read it. Wenn du das noch nicht gelesen hast, solltest du das unbedingt finden und lesen. Anyway, life went on, Das Leben ging weiter. and it turned out that K.C. Tiwari's son was living in Lucknow. Und es stellte sich heraus, dass der Sohn von K.C. Tiwari in Lucknow lebte. And Tiwari, as he got older, would come and stay with his son, so he would live for a few months at a time in Lucknow. Und als er älter wurde, da lebte Tiwari immer einige Zeit des Jahres bei seinem Sohn in Lucknow. And so through that connection, I got to go and spend some afternoons with Tiwari. Und durch diese Verbindung habe ich dann einige Nachmittage mit Tiwari verbracht. And through that connection, Tiwari introduced me to Siddhi Ma, who is the female successor of Neem Karoli Baba. Und durch diese Verbindung hat mich Tiwari mit Siddhima bekannt gemacht, die Nachfolgerin, die weibliche Nachfolgerin von Neem Karoli Baba war. So, I mean, that's a lot of destiny, I think, if you can see how my spontaneous, yes, I'll come too, led to something which I couldn't have imagined.
Also da war ziemlich viel Schicksal am Werk. Also dass dieses spontane, oh ja, ich möchte auch kommen, wo das dann hingeführt hat. And since about a year or so, I've been planning this book, Meetings with Remarkable People. Und seit einem Jahr ungefähr habe ich dieses Buch geplant, Begegnungen mit bemerkenswerten Menschen. And somehow, as soon as I started this book, there felt to be the presence of Papaji in this book project. Und als ich mit dem Projekt angefangen hatte, ziemlich von Anfang an konnte ich Papajis Präsenz in diesem Projekt spüren. So we've ended up with 8 Satsang teachers who consider Papaji as their master in this book. Also gibt es jetzt 8 Satsang-Lehrer, die Papaji als ihren Meister ansehen in diesem Buch. And so last week we decided we would put 4 homage pages to Papaji with some beautiful photographs of him. Und so haben wir letzte Woche entschieden, dass wir 4 Seiten mit einer Hommage an Papaji in das Buch mit einnehmen, also Fotoseiten. And then I was planning the order of the chapters. We started off with alphabetical order, so we didn't favor any particular master. Und dann haben wir überlegt, in welcher Reihenfolge wir die Leute da reinbringen. Und erst haben wir gedacht, wir machen das in alphabetischer Reihenfolge, sodass keiner sich benachteiligt oder bevorzugt fühlt. But that gradually changed because I, for example, had a decision that the chapter about Ram Das is going to be the last chapter. Aber das hat sich dann geändert, weil ich beschlossen hatte, dass das Kapitel mit Ram Das letzte Kapitel sein sollte. And then, of course, naturally, Krishna Das, who's absolutely a disciple of Neem Karoli Baba, like Ram Das, I would put him in the second place, second from last. Ja, und dann ergab sich das erste dann Krishna Das, der ja auch ein Schüler von Neem Karoli Baba ist, in das zweitletzte So Kapitel. in this way, the book chapters took their own position. Und so haben die Kapitel in dem Buch ihre eigene Position gefunden. And then we have Ram Sharan, who's an old friend of mine from Lucknow, from Papaji. Und dann gibt es Ram Charan, der ist ein alter Freund aus Lucknow, auch ein Schüler von Papaji. Who was also very close to Neem Karoli Baba. Well, he didn't meet Neem Karoli Baba, but he was very close to the Neem Karoli Baba people. Der ist Neem Karoli Baba nie begegnet, aber er war sehr eng mit den Schülern von Neem Karoli Baba verbunden. And so naturally we would put him third from the end. Und dann war das irgendwie ganz natürlich, dass er als Drittletzter ins Buch kommt. And then I think it was only yesterday we saw that, well, if we're doing a homage page to Papaji, we should also do a homage page to Neem Karoli Baba. Und dann haben wir gestern gedacht, also wenn wir Hommage-Seiten an den Papaji machen, dann machen wir auch Hommage-Seiten an für Neem Karoli Baba. So now we'll have 2 homage pages in the book. Und jetzt haben wir 2 Seiten, also 2 Hommage-Seitenteile im Buch. And what I love about this story I'm telling you is that it kind of started on that afternoon 25 years ago when I said, yes, I'd like to go with you on this adventure for a week. Und was mir daran gefällt, dass die ganze Geschichte vor 25 Jahren begann, als ich plötzlich sagte, ja, ich möchte mit dir kommen auf diesen Trip. So it's very interesting to see that destiny works over a very long time. It's not just kind of from day to day, but it can be over years. Es ist interessant zu sehen, dass das Schicksal über lange Zeit arbeiten kann, nicht nur von Tag zu Tag, sondern über Jahre. Yeah. Like at a certain moment, I realized that there was one of the Papaji teachers who I have a nice interview with, which I haven't published since 10 years, who I could invite to be in the book. Irgendwann war mir aufgefallen, dass ich ein Interview hatte von einem Papaji-Schüler. Und da habe ich gedacht, man könnte den ja auch in das Buch mit aufnehmen. And as I say, it feels like Papaji has been kind of orchestrating this book, and he kind of tapped my brain and said, hey, what about that guy? You put him in. Und es fühlt sich so an, als ob Papaji das Ganze so zusammengestellt hat, als ob er mich plötzlich an den Kopf gestupst hat und gesagt hat, hey, wie ist der mit dem? Willst du den nicht mit reinnehmen? And then Julia, the mother of my children, I was telling her about the book. Und Julia, die Mutter meiner Kinder, der habe ich über das Buch erzählt. And she said, why you make books about other people? Why don't you put yourself in the book? Und die hat dann gesagt, warum machst du Bücher über andere Leute? Warum bringst du dich selbst nicht ins Buch rein? So tomorrow we're going to do my life story and put me in the book. Also morgen interviewen wir dann meine Lebensgeschichte und ich komme auch in das Buch rein. Although actually I quite like making books about other people.
Also mir gefällt es, Bücher über andere Leute zu machen. because of course I know a lot about my own life, but I don't know much about all these other people's lives. Weil über mein Leben weiß ich eine Menge, aber ich weiß nicht viel über das Leben der anderen. And it's very beautiful doing something like this, you know, it's very beautiful. Es ist sehr schön, so etwas zu tun. So we had a design from one of my paintings for the cover. Wir hatten ein Design, also das sollte eigentlich eins meiner Bilder sein für den Buchdeckel. And we had this idea for maybe 2 weeks or so, 3 weeks, that this is it, you know, we're going to use this painting and we're going to do it like that. Und so 2 Wochen lang hatten wir die Idee, dass wir das Bild nehmen wollten fürs Cover. And then somebody said, just a couple of nights ago, somebody said, well, why don't you put the pictures of the teachers on the front cover? Und dann sagte jemand, warum machst du nicht die Bilder von den Lehrern auf den Buchdeckel? We already had them on the back, Wir hatten die schon am Buchrücken, but of course in the shop you only see the front. aber im Buchladen sieht man natürlich nur die Vorderseite. And so we put them all on the front here, all kind of crammed up together. Also haben wir die alle nach vorne gebracht. And then, I think it was yesterday, we thought, well, that's pretty good. Und gestern haben wir dann gedacht, oh, das sieht aber gut aus. And then somebody said, yeah, but it needs a bit of structure. It's a bit boring at the top part. It's a bit boring. Und hat jemand gesagt, es braucht ein bisschen Struktur, der obere Teil ist ein bisschen langweilig. So an hour ago, I came to sit with Turia, Und vor einer Stunde habe ich mit der Thuria da gesessen. and she'd, in the meantime, been fiddling around a bit. Und sie hat in der Zwischenzeit so ein bisschen rumgespielt. And I saw that she got a bit of a shadow on this top area Und dann that habe ich looked like a circle. gesehen, dass sie da so einen Schatten hatte im oberen Bereich. Das sah aus wie ein Kreis. I said, oh, that could be good, you know, make a circle, put a circle. Und dann habe ich gedacht, ah, das könnte gut aussehen, mach doch einfach einen And Kreis. everything is inside the circle. Und alles kommt in diesen Kreis rein. And by the way, how about a subtitle as well? I quickly wrote something. Und wie ist das denn mit so einem Untertitel? You see? And then, you know, we try this color there and that color there and that font there and a bit smaller, a bit bigger and blah, blah, blah. And then we got a new design. Und plötzlich hatten wir, also haben wir etwas größer, dann wird es ein kleiner gemacht, eine neue Farbe und so weiter. Und plötzlich hatten wir ein neues And Design. you'd be surprised maybe, but this design already takes account of your criticisms of maybe about an hour ago. Und das hat schon das Feedback von vielen Leuten, das Design, was sie so in der letzten Stunde gegeben haben. So those of you in the community who are awake and who have access to your emails, you've also contributed to this book cover. Also die hier in der Gemeinschaft, die wach sind und die regelmäßig ihre E-Mails angucken, die haben auch schon beigetragen zu diesem Buch. So this is the final cover design until it changes. Also das ist jetzt das finale Coverdesign, bis sich das wieder ändert. And the chapters are really amazing. Und die Kapitel sind wirklich unglaublich. And of course, I had lots of fun doing the interviews, all Ich the hatte viel dialogues. Spaß mit den Interviews. Somehow, you know, I did the Indian interviews, I did the European interviews, and now these, I've interviewed, I don't know, it seems like more than 50 spiritual masters. Also ich habe die indischen Meister interviewt, die europäischen Meister. Es fühlt sich so an, als ob ich mehr als 50 Lehrer interviewt habe. And this is so touching because a bit of them is somehow now part of this thing here. Es ist so berührend, weil etwas von denen jetzt auch ein Teil von hier ist. Which is vaguely called John David. Das nennt sich so irgendwie John David. Yeah. I see how life is very complex, and when you say yes, things sort of work out. There's a sort of destiny working. Also das Leben ist ziemlich komplex und wenn du einfach Ja sagst, dann passieren die Dinge einfach. I don't even know why I felt attracted to Neem Karoli Baba. Ich weiß nicht, warum mich der Neem Karoli Baba überhaupt angezogen hatte. I mean, he didn't give any teachings. Er hatte gar keine Lehren. He used to sit under a blanket, Er saß unter einer Decke and his people would sit in front of him. und seine Leute saßen vor ihm. And then every so often he'd throw some fruit at them. Und ab und zu warf er dann mal ein bisschen Obst nach denen. And if you asked him, you know, what is your teaching? Und wenn man ihn fragte, was ist denn deine Lehren? He would say something like, serve the people.
Und dann sagte er sowas wie, diene den Menschen. See? And he was an amazing man because his connection to Ramdas, which then led to the connection with all the other people, including Krishna Das. Er war unglaublich, weil seine Verbindung zu Ramdas, die dann Verbindung zu ganz vielen anderen Menschen geschaffen hat, unter anderem Krishna Das. Which has now led to Krishna Das singing bhajans all over the world, actually. Was auch dazu geführt hat, dass der Krishna Das jetzt Bhajans in der ganzen Welt singt. Yeah. He tells a beautiful story in his chapter In seinem Kapitel erzählt er eine sehr schöne Geschichte, where he was leaving to go back to America. He didn't want to leave, er musste zurück nach Amerika, aber er wollte eigentlich nicht gehen. but his visa had finished. Aber sein Visa lief aus. And Neem Karoli Baba had said, you should go back now. He didn't want to go. Neem Karoli Baba sagte, du solltest jetzt zurückgehen, aber Krishna Das wollte nicht gehen. And he wanted to ask Neem Karoli Baba, well, what should I do in America? Und er wollte Neem Karoli Baba fragen, mein Gott, was soll ich denn in Amerika tun? But actually, Neem Karoli Baba knew what he wanted to do. Neem Karoli Baba wusste, was er tun sollte. Because Neem Karoli Baba could read everybody like an open book. Weil Neem Karoli Baba konnte jeden wie ein offenes Buch lesen. And Krishna Das had been living in India through most of his 20s as a celibate follower. Und Krishna Das hatte seine meiste Zeit in seinen 20ern in Indien verbracht als ein Schüler im Zölibat. So you can imagine what he wanted to do when he went back to America. Man kann sich ja vorstellen, was er tun wollte, wenn er zurückging nach Amerika. And of course, Neem Karoli Baba knew that that's what he wanted to do, what he would do. Neem Karoli Baba wusste, dass er das tun wollte. But anyway, he tells the beautiful story that as he was walking out of the Kenchi ashram, Er erzählt die schöne Geschichte, dass als er aus dem Kenchi Ashram ging, suddenly into his mind came, I'll sing for his people. I'll sing for his people. kam es plötzlich in dieser Satz, ich singe für deine Leute. And then he went back to America and did what he had to do for some years. Und dann ging er zurück nach Amerika und tat so, was er tun musste für einige Jahre. Took a lot of drugs, Hat viele Drogen genommen, did a lot of spiritual work. machte viel spirituelle Arbeit. And finally, after 20 years, Und dann schließlich nach 20 Jahren, he suddenly realized that it was time for him to start singing. da ist ihm plötzlich aufgegangen, dass es doch jetzt an der Zeit wäre, zu singen. And now, of course, he's a famous mantra singer. Und jetzt ist er ein ganz berühmter Mantrasänger. Yeah. So this is a very, very touching book because all 12 chapters have these kind of stories. Das ist ein sehr berührendes Buch, weil alle 12 Kapitel haben sehr berührende Geschichten. So you have to read the book, otherwise I'll just have to sit here telling all the stories. Also ihr müsst das Buch lesen, sonst muss ich hier sitzen und die ganzen Geschichten erzählen. Anyway, you don't have to worry because as you're part of the community, you get a free copy. Also ihr müsst euch keine Sorgen machen, wo ihr Teil der Gemeinschaft seid, bekommt ihr ein Freiexemplar. Because it's very beautiful because by the time we actually publish this book, which will be, we hope, by Christmas, everybody in the community will have been somehow contributing. Also es ist schön, weil wenn wir das Buch zum Drucker geben oder verlegt haben, das wird ungefähr Weihnachten sein, dann wird jeder zu diesem Buch in der Gemeinschaft beigetragen haben. So some people are, kind of actively helping to design the book or whatever. So they are sort of actively contributing, but actually everybody's contributing. Also einige sind da aktiv dabei, die designen das Buch, aber jeder tut seinen Beitrag dazu bei. And of course I have to include Carly Davy because in Australia she's busy every day at the moment editing all the chapters. Ich muss die Kali Devi mit einschließen, die lebt in Australien und ist jeden Tag damit beschäftigt, die Kapitel zu editieren. And she's in the middle of a hot love affair.
Die ist in der Mitte einer heißen Liebesgeschichte. And he's not exactly happy about the situation. Und der Freund ist dann nicht so glücklich über diese Situation. Anyway, so what to do? So. Okay, would somebody like to come and have a meeting? Möchte jemand kommen? Okay, so you spent the last 3 days at the Human University. Ja. Also du hast die letzten 3 Tage an der Human University verbracht. And the idea was that they would take you apart Und die Idee war, dass sie sich so auseinandernehmen. and maybe they still had time a bit on Sunday night to put you a bit back together again, Und vielleicht hatten die am Sonntagabend noch ein bisschen Zeit, dich wieder zusammenzusetzen. but hopefully not quite the same as it was before. Aber hoffentlich nicht so, wie es vorher war. Does it feel like that? Ja. Fühlt sich das so ähnlich an? Yeah? Not so extreme actually, but No? Also nicht ganz so extrem. So what happened? What happened? What was your memories of this weekend? Woran erinnerst du dich denn an diesem Wochenende? okay. I think the most touching thing was actually to be going to people, to take their hands and to directly tell them that you love them, or to go to them, and there was a different way of putting it. It was, I trust your love. So it involved this thing about trust, which is a big issue for me. Also es war sehr schön, die Hände der Leute zu nehmen und denen direkt zu sagen, ich liebe dich. Also wir haben das auf eine andere Art und Weise gesagt, ich vertraue deiner Liebe. Und das war sehr schön, weil Vertrauen ist für mich ein großes Thema. Okay. So now you feel a little bit more trust in life and in people? Und hast du das Gefühl, du kannst Menschen jetzt mehr vertrauen? Yeah, a bit, but I feel so much fear and so much, I don't know. I know when you were just asking this question, I felt fear immediately, like, I don't know why even, but I think something changed. Right. Vielleicht, aber ich fühle auch viel Angst. Als du die Frage gerade gestellt hast, habe ich direkt ganz viel Angst gefühlt. I mean, one of the things that's rather nice about doing that kind of weekend is that nobody really knows you. You're like a new person to those people. Also was auch schön ist, wenn man diese Wochenende macht, ist, dass keiner dich wirklich kennt. And they're a new person to you. Du bist ganz neu für die sind ganz neu für dich. Yeah. So then what happens is somehow going to be a new experience, actually. Und was dann geschieht, ist eine neue Erfahrung sozusagen. I think this kind of new experience kind of shakes things up a bit. Und ich glaube, diese neue Erfahrung, die schüttelt einen dann. Did you get shaken about? Hast du dich erschüttert gefühlt? Erschüttert gefühlt? Well, I think it was quite intense because I didn't sleep so much and I was always busy in some kind of emotion or something. But I felt all right. I don't know. I went through this anger, through this sadness, but it felt all right. Also ich war natürlich ein bisschen kaputt, weil ich habe nicht so viel geschlafen und die ganze Zeit war ich im Grunde in irgendwelchen Emotionen, aber ich bin durch alle Emotionen durchgegangen, Ärger, Traurigkeit und alles fühlte sich eigentlich okay an. The thing which was actually, there were two things which were the strongest. This was one that there was a point where we went into the sauna
and it was just very hot into the sauna, and I got very sexually aroused, let's say like this. And I wanted to have sex, I wanted to meet a woman, but the women, they had already a date, it was already quite late, and they had been asked like at midday times or even the day before, so there was no women available. Also, da war eine starke Situation. Wir sind in die Sauna gegangen und ich bin dann total erregt geworden. So you invited Ram. Dann wollte ich gerne ein Date mit einem Mädchen machen, aber die Mädchen, die hatten schon alle Dates. No, I went to bed feeling just very frustrated. Ich bin dann ins Bett gegangen und habe mich sehr frustriert gefühlt. Yeah. And the second thing was was that in the beginning I couldn't connect to one of the exercises. Und am Anfang, da war auch so eine starke Erfahrung, da konnte ich mich mit der Übung nicht verbinden. There was only fear, and I felt absolutely nothing. And then one of the helpers came, and I immediately he was poking at me and stuff, and yeah. Also ich fühlte eigentlich nur Angst und in dieser Angst konnte ich gar nichts fühlen. Dann kam einer der Helfer zu mir und was hat er gemacht? Hat ich gestupst? So? Ja, mich so ein bisschen provoziert, dass ich so... Ach, provoking. Mhm. Yeah. And immediately I was in my power. I said fuck off, and and after this fuck off, I was back in my fear again. Und ich habe den dann weggeschickt und nachdem ich ihn weggeschickt habe, war ich direkt wieder zurück in meiner Angst. Yeah, this pissed off actually the leader of the workshop very much, because I wasn't really supposed to do that. I was supposed to use this fear and to express it not towards that person, but directly in the exercise. Und das fand dieser Leiter überhaupt nicht gut, weil ich also diese Angst eben nicht gegenüber dieser Person oder diesen Ärger nicht gegen dieser Person ausdrücken wollte, sondern in der Übung. So I had a strong talk with him at the evening in the sharing. Also am Abend im Sharing hatte ich ein ziemlich starkes Gespräch mit ihm. Yeah, and then I got it. Da habe ich das dann verstanden. Okay. And did you experience their Boozerama? Und hast du auch diese Buserama erlebt? Is this in the basement, this disco? Yeah, the disco place, I think. Diese Disco unten im Keller. Boozerama. I mean, when we went in there, we had to do theater, and I was completely nervous and fear again, and fucking hell, how I don't even know what I'm gonna do, how could I possibly manage? Und als wir da reingegangen sind, da haben wir auch Theater gemacht und ich hatte total Angst und habe gedacht, oh mein Gott, ja, wie überlebe ich das nur? And then we did the theater, and it was all nice, and we started dancing after the theater, and I started with some men, with some women, and there was a lot of lovely expression in the flow, and it was like the best which ever happened to me. Ja, und dann haben wir Theater gemacht und das war auch total toll und dann sind wir angefangen zu tanzen und da war da ganz viel sehr liebevolle Energie und ich kam total in Flow und das war das Beste, was jemals mir passiert ist. It was like art, yeah, like this playful expressions in dancing. When you're not really there, you're just in a flow and you're observing yourself being very juicy, very creative. Ja, das war einfach, ich war total im Flow und ich konnte mich einfach beobachten, wie ich im Flow war und total in meiner Kraft und total kreativ. Yeah, it was great. Good, okay. So shall we become quiet together? Okay. Und lasst uns mal gemeinsam still werden.
Okay? So keeping your eyes closed and looking inside. Halte deine Augen geschlossen und schau nach innen. Bring your attention to whatever is the strongest. Bring deine Aufmerksamkeit zu dem, was am stärksten ist. What is that? Und was ist das? It's a sense of energy, Das Gefühl von Energie. like shaky energy in the body. Und Zittern im Körper. Okay, so bring your attention to this shaky energy. Und bring deine Aufmerksamkeit zu dieser zitternden Energie. And what happens now? Was geschieht jetzt? Yeah, I can feel I feel the energy just a bit stronger. Ich fühle die Energie stärker. And what's happening inside now? Und was geschieht jetzt in dir? The energy expands, but is expanding, and there's a sense of well-being. Die Energie, die dehnt sich aus und es gibt so ein Wohlgefühl.
And now, what happens now? Und was geschieht jetzt? Sense of well-being has expanded into a more quiet sense of well-being. Also dieses Wohlgefühl hat sich ausgedehnt in so ein stilleres Wohlgefühl. Okay, so stay with that feeling of well-being. Bleib mit diesem Gefühl, mit diesem Wohlgefühl. Okay, so maybe you open your eyes. Öffne deine Augen. So do you feel more present? What's your experience of our time together? Was ist deine Erfahrung gewesen? Yeah, something changed, yeah? Yeah? Irgendwas hat sich verändert. Yeah. Yeah, I feel a stronger sense of energy, something relaxed into this moment. Also ich fühle viel mehr Energie und ich kann mich viel mehr in diesen Augenblick rein entspannen. Okay, good. And I want to say also there were also, during the exercise, also a lot of disturbing thoughts, but I tried not to focus too much on them. But there are still a lot of thoughts and like small fear reactions. Also Just to give you a round picture. I wouldn't want to miss that part. Da waren auch viele Gedanken und immer so kleine Angst kam dazwischen, aber ich versuche mich da nicht You zu might like to miss it, fokussieren. but I don't like to hide it. Ich möchte das nicht verstecken. Okay, anyway. Okay, good. Thanks. Thank you. So what will the weather forecast be today? Wie ist denn die Wettervorhersage heute?
The inside or the outside weather? Innen oder außen das Wetter? Any sign of sunshine around? Gibt es irgendwo Sonnenschein? Always somewhere. Always somewhere. Ja, irgendwo immer. Okay. So have you got the handyman down into your mountain, working on the access to your cave? Hast du die Handwerker, die da an deinem Berg arbeiten, dass sie den Zugang zu deiner Höhle We have all kind of handymans here now. They could all get together maybe and then put some explosives in there and they could kind of create a bigger opening. Und hier gibt es ja viele Handwerker, die können ja vielleicht so ein bisschen Dynamit da reinlegen. Don't know what to say. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. It's very interesting for me because in my life, since I was an adult life, let's say from about 18, I think I started 17 or 18, Also in meinem Erwachsenenleben, seitdem ich so 18 bin, I had many lovers, hatte ich viele Liebhaberinnen, love affairs, viele Liebesaffären, sharing love together, wo wir die Liebe geteilt haben, gemeinsam. this kind of stuff, Sowas eben. And it's very interesting because this morning, for example, I woke up at 6. I was planning to wake up at 7, but for some reason I woke up at 6. Heute Morgen, da bin ich schon um 6 Uhr aufgewacht. And then I was in bed with my new, very young lover. Und da war ich im Bett mit meinen ganz jungen Liebhaberinnen. And her sister was sleeping, in the other bed. Und ihre Schwester, die schlief im anderen Bett. So anyway, I just, not knowing the time, I put the light on. Weil ich nicht wusste, wie spät das war, habe ich das Licht angemacht. I thought it was 7, but actually it was only 6. Also ich dachte, es sei 7, aber es war erst 6 Uhr. And Amelia, of course, woke up with the light and, we had a little chat and she was actually very nice. Und Amelia, die ist durch das Licht dann aufgewacht und wir haben uns ein bisschen unterhalten und es war alles ganz nett. The night before they'd had sushi for dinner, Am Abend vorher hatten sie Sushi zum Abendessen. which they really like. It's their favorite, I think. Also das mögen die total gerne. Das ist ihr Lieblingsessen, glaube ich. But of course, sushi is very salty. Aber Sushi ist natürlich sehr salzig. So Amelia woke up 3 times and was coming out to the living room and asking for water. Und die Amelia ist dann nachts 3-mal aufgewacht. Die kam ins Wohnzimmer und wollte Wasser haben. And Naomi also woke up twice asking for water. So with the salty dinner, they got very thirsty somehow. Naomi ist auch 2-mal aufgewacht und wollte Wasser, weil es eben so salzig gewesen war. So anyway, then I invited Naomi to wake up and come and join us in the bed. Und dann habe ich Naomi aufgeweckt und habe gesagt, willst du nicht zu uns ins Bett kommen? So I said, hey girls, we have an extra hour, let's cuddle up together. Dann habe ich gesagt, wir haben jetzt noch eine extra Stunde, wir können noch zusammen kuscheln. It was so amazing, really. Das ist so unglaublich. Because I've had many different lovers, I've been in many lovely, intimate meetings, in my life. Also ich habe viele Liebhaberinnen gehabt und ich habe viele tolle Begegnungen gehabt in meinem Leben. But lying in bed, not doing anything really. We were just lying together, touching together, but not really active at all. And there was such a incredible energy. Aber einfach so gemeinsam im Bett zu liegen, wir haben gar nichts gemacht. Das war so eine unglaubliche Energie, da einfach so still mit denen zu liegen. Because they have nothing really in the way. Weil da nichts bei denen im Weg ist. They're very in the moment. Die sind einfach so im Augenblick. And their moments, in a way, don't add up to anything very important.
Und die Augenblicke, also es ist da nichts wirklich Wichtiges, but maybe their fantasy is just as good as our fantasy. aber deren Fantasie ist vielleicht genauso gut wie unsere Fantasie. But the amount of love that's available is truly amazing. Aber diese Liebe, die da ist, die ist einfach unglaublich. Yeah. So it seems to me that there's some value in my story. Also ich glaube, dass da einen Wert gibt in der Geschichte. Because when we allow ourselves to be open, Weil wenn wir uns erlauben, offen zu sein, then we can meet in this space of love. dann können wir uns in diesem Raum der Liebe begegnen. Yeah. And maybe all your very important kind of adult things are not so important. Und vielleicht sind deine ganzen wichtigen, erwachsenen Dinge gar nicht so wichtig. So I can stay in bed and cuddle the whole day. Kann ich ja im Bett bleiben, den ganzen Tag kuscheln. Well, it's not about all day. It's just about the moment, in this moment. Und es geht nicht um den ganzen Tag, es geht einfach um den Augenblick. And it's about not having anything in the way. Und es geht darum, nichts im Weg zu haben. It's a bit like lying in bed with God, actually. Das ist so ein bisschen wie mit Gott im Bett zu liegen. Many years ago, when I lived in India, I can remember experiencing something like that with a very small parrot. Also ich erinnere mich vor vielen Jahren in Indien, da habe ich das mit so einem kleinen Papageien erlebt. He wasn't a particularly spectacular parrot, he was kind of rather ordinary parrot. Also er war kein spektakulärer Papagei, er war so ein ganz normaler Papagei. But he'd been given to me by a friend and he often sat on my shoulder for hours. Ein Freund hat ihn mir gegeben und er saß oft für Stunden auf meiner Schulter. And he was very cute and he used to eat off my plate, at meal times. Also der war total süß und beim Essen aß er immer von meinem Teller. But sometimes you could again feel this enormous love. Aber manchmal konntest du diese unglaubliche Liebe spüren. I mean, what do I mean when I say love anyway? Was meine ich, wenn ich Liebe sage? Because it's more like an enormous space. Es ist einfach eher wie so ein Riesenraum. And this space goes out somehow Und dieser Raum, der weitet sich and sort of embraces everything und der umarmt alles and nothing. und nichts. And this is love. Und das ist Liebe. Is that right? You have some other idea of love, maybe? Oder hast du eine andere Vorstellung von Liebe? Experiences. All this, yeah. Ja, so erlebe ich das. Something like melting into a love field or something like this. Yeah. Das ist sowas wie in so ein Liebesfeld hineinzuschmelzen. So if you want to do a little investigation. Möchtest du da so eine kleine Erforschung machen? Close your eyes. Schließ die Augen.
So what's happening now? Was geschieht jetzt? Quiet. Still. Und the body sitting in a chair. And feeling the body sitting in the chair. Und das Gefühl, der Körper sitzt im Stuhl. And what's happening now? Und was geschieht jetzt? Nothing. Nothing. Nichts. Stay with this nothing. Bleib bei diesem Nichts.
And what happens if you fall deeper into the nothing? Was geschieht, wenn du tiefer in dieses Nichts fällst? Okay, so when you're ready, you can open your eyes. Wenn du soweit bist, öffne deine Augen. Are these tears of joy, or are you in a crisis? Sind das Freudentränen oder eine Krise?
We're not Christians, you know. Can you open your eyes? Huh? No? So you're having a nice time? It's a lot of energy moving. Yeah? Really? Is it painful? Not really. It looks like we should get a mattress ready. What? Only cold mattresses outside, so this is better. Okay, put her on the couch maybe. Yeah. So I'll get a couple of boys to help you to the couch. Be gently with her, be gently with her. And when you get her on the couch, put a blanket over her. Okay, so well,